Das 300 Kilometer Brevet 2023, Abstecher nach Mecklenburg, durch die holsteinische Schweiz, Gruppe fahren. Bei Wind und Wetter, über den Priwall nach Mecklenburg. Komm mit, sei dabei. Faszination Privatfahren. Das ist Audax. Ja, willkommen. Hier ist Guido der Radwanderer. Der Track führt uns ab Kiel durch die holsteinische Schweiz. Erster Checkpoint ist Haffkrug an der Lübecker Bucht. Wir folgen der Lübecker Bucht nach Boltenhagen in Mecklenburg-Vorpommern. Dann geht's runter in den Süden um den Schalsee herum. Sarrentin ist der dritte Checkpoint, bevor es dann über Bad Segeberg als letzten Checkpoint nach Kiel zurückgeht. Die Zuckerflaschen dürfen nicht fehlen. Das Navi-Handy, der Akku, genug Zuckerwaren. Brötchen und Schnittchen. Der kleine Wegschiebeschutz. Paar Handschuhe. Und los geht's. Zweite Runde. 300 Kilometer heute. Schön kalt. Das ist der Startpunkt in Kiel-Schönkirchen vor der Bäckerei. Carsten hilft noch ein bisschen beim E-Brevi. Und die erste Gruppe geht auf Tour. Insgesamt sind es 4 Gruppen. Ab 8 Uhr alle 5 Minuten startet dann immer eine Gruppe. Hallo, der 300er ist jetzt dran. Ist gerade gestartet. Ja, ist ziemlich kalt heute, 5 Grad haben wir. Soll nachher so 9 Grad werden. Zum Nachmittag kommt auch die Sonne und Wind von der Seite die ganze Zeit. Geht von Kiel runter Richtung Lübeck, dann einmal um den Ratzeburger See so ein bisschen und dann wieder hoch nach Kiel. Ja, zweite Gruppe sind wir gestartet, bleiben auch noch alle schön zusammen, kompakt, fahren relativ langsam, also noch keine Heizerei angefangen. Mal gucken, ob die noch kommt. Schöner ruhiger Weg bisher. Nachher geht es an die See. Durch so ein paar Touristenorte. Ja, es ist Mitte April, wir haben kurz vor Ostern. Dürfte also nachher in den Orten recht voll werden. Wow. Ja. Und kein Regen. Kein Regen. Also wenn einmal Regen, dann gern 200er und die längeren dann bitte trocken. So wie heute. Die ersten verfahren sich gleich. Ah, stimmt. Es geht Richtung Preetz, Richtung
Holsteinische Schweiz. Alles noch ruhiges Tempo. Achtung, hinten! LKW hinten! Einer Reihe! Hinten! Hinten! Inge, einer Reihe! Und so geht's die ersten Kilometer bei schön kalten 5 Grad, aber trocken, sanft über die Straßen. Zwischen schönen Knicks, windgeschützt. An schönen Höfen entlang. Moin! Läuft! Schönen guten Tag! Ja, hört man mich schön atmen. Ich beiß dann immer auf eine Schiene an der Kamera. Und dann habe ich die Kamera direkt vor der Nase. Hört sich manchmal auch komisch an, wenn ich dann spreche. Dann spreche ich in die Kamera mit Biss auf der Schiene von der Kamera. So geht's weiter am Silenter See vorbei, Richtung Eutin. Und da kommen ein paar schnellere von der folgenden Startgruppe und an die habe ich mich angeheftet. Ja, da kamen wir hier vorbei. Die scheinen ein bisschen schneller unterwegs zu sein. Da hänge ich mich mal eine Zeit lang ran. Alle mit schön ausgebeulten Taschen. Genug Riegel sind bestimmt mit. Ja, ist kein anderer mitgekommen von der ersten Gruppe. Und das sind die 10 noch gestartet sind. Da ist noch ein Vereinzelter, den werden wir gleich überholen. Mal gucken, ob der mit aufschließt.
Und die ersten 20 haben wir hinter uns. Und der Wind ist so ein bisschen schräg von vorn. Das ist ja das, was ich so liebe, wenn es runtergeht, mit schönem Speed im Windschatten der Gruppe. Und wirklich klasse Wege, wechselnd immer zwischen Wald, Alleen, an Knicken vorbei, an diesen wundervollen alten Höfen. Durch Sielbeck, entlang dem Kellersee, mit rauschender Bergabfahrt. Nach Eutin rein, am Eutiner See. Es geht weiter Richtung Lübecker Bucht. Mit vielen schönen, schnellen Bergabfahrten, langsam steigen der Hänge hoch.
und weiter über diese einsamen Straßen, durch den Wald, durch die holsteinische Schweiz. Immer noch in dieser kleinen Gruppe. Mehr haben nicht aufgeschlossen. Die letzten Meter vor der Lübecker Bucht. Wieder rasant geht's den Berg ab. Tempo fast 50. Nach Sierksdorf. Es geht an die Ostsee. Sierksdorf ist das hier. Und Haffkrug. Erste Pause, erstes Ziel. Ja, es sind nur noch 6 Leute übergeblieben. Weil da vorne sind schon die nächsten, die wir einholen. Und nun geht's entlang der Lübecker Bucht. Alles voll mit touristischen Städten, immer entlang an der linken Seite der Ostsee. Im rasanten Tempo durch die Fußgängerzonen dort oder die Promenaden direkt am Strand. Im Sommer wäre das nicht machbar, dann ist das da total überfüllt. Da wird man nicht so schnell durchfahren können. Jetzt ideal. Und da haben wir auch die nächsten eingeholt. Gruppe wächst wieder an. So, die Pause ging ganz schnell. Da wollten ganz viele wieder los. Dann bin ich gleich mit drauf gesprungen. Ja, jetzt sind wir wieder eine relativ große Gruppe. Beweisfoto machen, einmal GPS-Position ermitteln lassen und dann kann man die Position mit dem eBrivi-App kann man dann hochladen. Geht aber immer nur am Checkpoint. Wenn man zu weit weg ist, dann kann man die Position nicht speichern. Scharbeutz, auch sehr touristisch im Sommer. Das ist hier die Promenade, also die erste Straße hinter der Ostsee oder hinter dem Strand. Timmendorfer Strand, nächstes große Städtchen dort.
Und dann dürfte es gleich zur Fähre gehen, über den Priwall oder auf den Priwall. Jetzt sind wir in Travemünde. Und wir müssen einmal, um nach Mecklenburg rüber zu kommen, über die Trave rüber. Dafür gibt es da eine Autofähre, wo wir als Fahrradfahrer mitgenommen werden. Naja, im Sommer hätten wir da nicht fahren können. Denn ist das da Mensch an Mensch eng gedrängt. Aber so früh geht das ganz gut. Nun braucht der ganze Trupp irgendeine Fahrkarte. Erst haben wir versucht, eine Sammelkarte zu besorgen. Das hat dann nicht geklappt, dann hat einer x Personenkarten gezogen. Und dann wollten wir auf der Fähre das verrechnen. Hallo? Jetzt hat er aber noch keine. Ja, das hat sich ein bisschen gezogen hiermit, dass bis jeder ein Ticket hatte. Wollt ihr eine Karte oder? Ja, da kommt noch einer. Brauchen wir eine. Hier ist eine. Ich hab schon. Ach, hast schon. So. Ich glaube, jetzt haben wir zu viel Karten gekauft. Ja, ja. Gruppenkarten. Fahrräder bitte absteigen, glaube ich, ne? Auf die Priwall-Fähre von Timdomer Strand rüber zum Priwall. Na, da wurde noch verrechnet. Das Ganze durcheinander mit den Karten kaufen. Und da hat mich doch wieder einer angesprochen, weil ich ja bei Enjoy Your Bike mal im Podcast war. Irgendwie haben das wohl doch viele Audax-Fahrer mal gesehen. Ja, und hat meine Tasche erkannt da an meinem Rad, weil man doch mit Helm und so viel Halstüchern da gar nicht so gut zu erkennen ist. Und hat gefragt, ob ich der Guido bin, der mal vor 4-5 Jahren im Podcast war. Ja, und weiter geht es. Alle wieder raus aus der Fähre. Kommen alle mit wahrscheinlich, ne? Ja. Dann geht's hart an der Ostsee lang und ein bisschen mehr in Richtung in den Wind rein nach Osten. Und hier gibt es einen großen Bogen. Nachher südlich von Lübeck, da kommt der Wind dann von hinten. Ja, und dann geht's wieder zurück. Aber das dauert noch ein bisschen. Und es ist immer noch kalt. 2 Paar Socken habe ich an. Aber Füße spüre ich kaum mehr. Und wieder raus aus der Stadt, raus aufs Land. Tempo wird gesteigert und in einer schönen langen Einerreihe geht so eine Schlange von Rennradfahrern um die Kurven. Einfach ein schönes Bild. Und es geht runter von der Straße rauf auf einen super Radweg entlang des Bogens Richtung Osten, wo der Wind daher kommt.
und wir werden Glück haben. Wir haben jetzt immer Büsche und Knicks und so ein bisschen Sträucher rechts und links und fahren gleich entlang der Ostsee, immer im Blick. Da ist er. Schöner, neuer, glatter Radweg. Hat wirklich viel Spaß gemacht, den jetzt so im Frühjahr lang zu rasen. Im Sommer ist bestimmt überlaufen mit Touristen, mit Spaziergängern, die vielleicht auch noch Tiere und Hunde an der Leine haben. Da hätte man da niemals so rasch durchfahren können. Aber jetzt ist das eine ideale Trainingsstrecke. Kann man die Leute beneiden, die da immer regelmäßig fahren können. Oh, klasse, es geht an die See runter. Fahr ein bisschen gegen den Wind auf freiem Feld. Ah, nee, hier geht's schon. Da wäre die See. Und das mache ich auch zu gern. Einmal vorne an die Spitze fahren, dann langsam abfallen. Kamera auf die Gruppe richten, die dann an mir vorbeizieht. Und so geht's immer Hügel hoch, Hügel bisschen runter. Um diesen Bogen am östlichsten Ende der Route ist wirklich ein schöner, langer, traumhafter Radweg. Immer direkt neben der Ostsee lang. Sanfte Anstiege. Und dann geht's wieder runter. Immer noch der lange, traumhaft schöne Radweg. Schön windgeschützt, toll gelegen, ruhig, mit Blick auf die Ostsee.
der Seite die Ostsee. Schöne hügelige Strecke hier. Und so geht's weiter, rasant die leichten Abgänge runter. Ab und zu mal ein Blick auf die Ostsee. Ein Treckertreffen. Ein schönes Bild, wenn dort die Schlange diese schönen Biegungen abfährt. So, eine kurze Pinkelpause und der ganze Trupp hat sich aufgelöst. Ja, das ist schon Boltenhagen. Da ist der zweite Checkpoint. Boltenhagen. Ah, man kann ich schon sehen. Lauter bunte Radfahrer. Da muss der Checkpoint sein. Und wieder das Handy gezückt, Foto mit der Kamera gemacht, Position ermitteln und beides hochschicken. Und dann ging es auch rasch weiter. Das dürfte Grevensmühlen sein. So ziemlich der südlichste Punkt. Ja, die Gruppe hat sich ziemlich aufgelöst. Dann sind wir nur noch zu zweit. Der Rest wollte irgendwie Würstchen essen gehen. Mal gucken, lang und breit kein Biker mehr gesehen. Vielleicht holen die uns da wieder ein. So richtig schnell sind wir nicht. Und sie werden uns wieder einholen. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann im Teil 2. Viel Spaß!